So, hallo alle zusammen, guten Abend. Was ich jetzt hier mache, ist wieder mal typisch Anja, was total Spontanes, ungeplant. Also ich wollte schon seit Wochen und Monaten dieses Venus Spirit Null aktuell machen. Das habe ich auch Null genannt. Und ehrlich gesagt finde ich es jetzt irgendwie total stimmig, es genau jetzt zu machen, denn ich hatte jetzt eigentlich eine Verabredung mit der Omnec Onic für ein Zoom-Call und das ist ja bei ihr in Missouri gar nicht so einfach. Ich muss mal gucken, ob ich das hier jetzt alles richtig mache, genau. Denn sie hat ja keine eigene Internetverbindung und ist da technisch immer abhängig davon, dass jemand ihr hilft. Und in dem Fall ist es ihre Tochter, die ihr bereit ist zu helfen. Und das hätte heute auch fast geklappt, aber jetzt ganz kurzfristig, wirklich eine Viertelstunde vor Start, haben sie mir gesagt, dass es einen Notfall gibt und wir deswegen uns verschieben müssen. Und dann saß ich hier und habe mir überlegt, okay, was mache ich jetzt mit mir, wo ich doch jetzt hier so schön bereit bin, um irgendwas zu machen. Und jetzt springe ich wieder mal ins kalte Wasser. Ich habe mir meine Karte, die passende Karte gerade zur Seite gelegt, den Narren, denn das ist ja auch die Tarotkarte, die Null. Und ich habe das jetzt auch überhaupt nicht angekündigt. Ich rechne jetzt auch nicht damit, dass jetzt irgendjemand dabei ist live, aber für alle, die sich für die Konferenzen 2024 interessieren oder auch für die Veröffentlichungen oder auch generell einfach spannend finden, interessiert sind an dem, was wir hier so machen, ist der Livestream ja später dann trotzdem verfügbar. Damit habe ich schon einen kurzen Einblick gegeben. Also es gibt doch einiges. Also mein Venus Spirit Null Buffet wird doch einiges beinhalten und ich mache das jetzt einfach ganz gemütlich, wo ich jetzt hier mit mir alleine tanze, so ungefähr, ohne zu wissen, wer da ist und wer reinkommt und wer mich sieht. Ähm, Mache ich es so, wie ich es mir schon mal so ein bisschen vorgeplant hatte. Das habe ich schon vor Monaten geschrieben. Also das ist sozusagen meine Stichwortliste, was ich heute alles gerne mitteilen möchte. Also es geht in Stichworten, damit du weißt, ist das was für dich? Magst du dabei bleiben? Es geht um die Konferenzen 2024, also um die, die hinter mir hängen. Das heißt, ich werde also ein aktuelles Update geben zu die Neuigkeiten, was die UFO-Konferenz in Memmingen betrifft und was die von der Venus mit Liebe-Konferenz im Schloss Hohenfels betrifft. Das ist das eine, wo ich als erstes drauf eingehe. Es gibt allerdings noch viele andere schöne Sachen in meinem leckeren Venus Spirit Buffet heute Abend. Es gibt nämlich noch ein weiteres Event. Das ist allerdings keine Veranstaltung im größeren Stil, sondern ein Retreat. Das ist auch auf Englisch. Dennoch für alle, die sich für diese Thematik interessieren und die Englisch sprechen, werde ich es kurz erwähnen. Es ist ein Retreat, das im April in Sharjah in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfindet. Auch darauf gehe ich kurz ein. Dann gibt es Veröffentlichungen. Schon seit Wochen sind die jetzt prinzipiell draußen. Auch die gehören jetzt noch in mein Venus Spirit Null aktuell rein. Die neuen Bücher von Omnec Onic, die stehen hinter mir im Regal. Werde ich auch eben noch auf den Shop verlinken. Alles, was ich hier andeute, verlinke ich dann auch in der YouTube-Beschreibung unten drin. Also die Bücher von Omnic Onic sind neu herausgekommen. Das Ich kam von der Venus, das Engel weinen nicht und das Handbuch venusischer Spiritualität. Auch dazu werde ich ein bisschen was sagen. Dann geht es um zwei weitere Bücher, und zwar die Gospels von Thomas und Mary Magdalene. Das ist von Dr. Raymond Keller. Das englische Buch ist letztes Jahr schon erschienen und ich habe die deutsche Übersetzung jetzt fertig. Tata und bin dabei, jetzt den Satz zu machen. Wir sind jetzt allerdings noch mal ein bisschen mit dem Cover am Schauen, ob wir das Cover noch ein wenig fürs Deutsche anpassen, aktualisieren. Also der Künstler, der Peter Holle, der dieses wunderschöne Bild gemalt hat, mit dem bin ich dann noch in Arbeit sozusagen. Also das deutsche Buch wird voraussichtlich, ich nehme mal an, im April, spätestens im Mai erscheinen.
Und jetzt, du siehst meinen Bleistift, habe ich gerade angefangen, dieses schöne Buch ins Deutsche zu übersetzen. Also auch das sind mehrere Arbeitsschritte. Es wird erstmal aus dem englischen InDesign, mache ich eine Word-Vorlage für die saubere Formatierung und aus dem Word wird dann wieder ein InDesign gemacht. Aber ich will dich nicht mit technischen Details langweilen. Es ist auf alle Fälle ein Buch voller Liebe. Dieses Buch ist nur aus Liebe geschrieben und das besteht nur aus Liebe und deswegen ist es für mich, ich komme vielleicht später noch ein bisschen ins Schwelgen. Auf jeden Fall ist es von der Pratnea Pandit, meine Partnerin, mit der ich auch das Retreat in Dubai zusammen mache oder bei Dubai zusammen mache und sie ist auch auf der von der Venus mit Liebe-Konferenz als Sprecherin dabei. Sie ist Inderin und sie lebt in Dubai und es wird dann auch ihr erster Besuch in Deutschland sein. Und damit wir auch von ihr was auf Deutsch haben, habe ich gesagt, komm, ich möchte gerne dein wundervolles Buch ins Deutsche übersetzen und bis dahin veröffentlichen. Und da arbeite ich jetzt dran. So, dann gibt es noch auch Artikel, auf die ich hinweisen möchte. UFO-Nachrichten. Wer die UFO-Nachrichten noch immer nicht kennt und noch immer nicht aktualisiert, noch immer nicht abonniert hat, man hole es doch bitte nach, weil sowas ist wirklich, ich würde fast sagen, wahrscheinlich ein bisschen aussterbendes Medienwelt, weil das ist alles noch handgemacht. Der Werner Forster macht das seit Jahrzehnten und das ist so viel Arbeit, die da drin steckt und es ist auch inhaltlich immer total spannend. Alles, was mit UFOs zu tun hat, mit Reisen zu tun hat, mit Archäologie zu tun hat. Ähm, Hier haben wir Besuch einer außerirdischen Unterwasserbasis, UFO-Klassiker Hartwig Hausdorff. Ja, und es gibt eben auch eine Artikelserie über George Adamski in Belgien. Die ist jetzt in Teil 7. Ich glaube, es gibt noch 2 Teile. Ich habe die bereits fertig übersetzt von Dr. Raymond Keller und die hat auch der Werner Forster schon. Die erscheinen noch in den nächsten 2 Ausgaben. Auf jeden Fall ist das eine total interessante Geschichte, denn es handelt sich hier um die Vorträge, die George Adamski in den 60er Jahren, 63, in Dänemark und Belgien gehalten hat. Und die sind von den Inhalten her aktuell, genauso wie damals. Aufklärung tut Not war eins der Stichworte. Auch darauf möchte ich also hinweisen. Dann die nächste Artikelserie, die ich jetzt am Wickel habe. Ich zeige dir das mal. Die habe ich mal nämlich hier vorbereitet. Die ist im Moment auf dem, noch auf Englisch nur erhältlich, aber ich werde auch das ins Deutsche übersetzen. Das ist auch von Dr. Raymond Keller eine Artikelserie in 6 Teilen. Und zwar geht es da um den UFO-Kontaktmann Paul Solem und der hatte auch Kontakt mit Venusian-Sichtungen, auch aus den 60er Jahren. Das sind auch alles ältere Dokumentationen, die aber von den Inhalten her natürlich aktuell sind, weil es verknüpft sich hier auch wiederum mit den Prophezeiungen der Hopi. Da ist dieses Bild hier auch eingefügt. Du kennst es vielleicht, diese 2 Zeitlinien, die also auch auf diesem Prophecy Rock dargestellt sind, wo viele schon drüber gesprochen haben. Und da verknüpfen sich ganz viele Linien zusammen. Also auch in dieser Artikelserie wiederum und mit diesen Prophezeiungen der Hopi, die Kontakte mit Venusian, das sind alles Puzzleteile, die alle zusammen, wenn man sie sich anschaut, ein Gesamtbild ergeben. Und ich veröffentliche diese Artikelserie, damit sie ein bisschen leichter verdaulich ist, auch wiederum in Teilen. Es sind bisher 2 Teile erschienen. Die kannst du also auf meiner Homepage im Blog lesen, allerdings im englischen Blog. Das Deutsche mache ich noch. Und du kannst hier also sehen, Teil 1 und Teil 2, die sind bisher erschienen und diesen Sonntag jetzt, also morgen, veröffentliche ich Teil 3. Und dazu gibt es dann auch immer jeweils einen Newsletter, den du auch wiederum gerne abonnieren kannst. Wenn du also Englisch lesen kannst, dann würde ich dir empfehlen, auch den englischen Newsletter bei Venus Spirit zu abonnieren. Da kannst du ganz einfach oben im Menü
unter Inspiration gehen ist das im Moment eingefügt. Ich bin das immer mal wieder so ein bisschen am Rumschieben. Und zwar gibt es hier den Punkt Newsletter und das ist auf der englischen und auf der deutschen Seite, so dass du dann also auch alles Mögliche, was ich so zu Neues zu verkünden habe, sei es die Veröffentlichungen oder was die Events betrifft, das wird dann auch, und ich schreibe dazu manchmal auch Texte. Also ich mache das einfach sehr gerne. Ich bin einfach eine Schreiberin und eine Sprecherin auch und abonniere dir das gerne. Und hier sind bisher sozusagen die ersten zwei Teile veröffentlicht. Ich scroll hier gerade mal hups die Schwupps durch und da kannst du das sehen. Subscribe to our newsletter. So, das war diese Bildschirmfreigabe. Das wollte ich damit zeigen. Weitere Hinweise. Venus Spirit News mit Anja. Es ist irgendwie immer so ein bisschen komisch, wenn man hier so alleine sitzt und redet und vor allen Dingen so völlig ungeplant, ja. Aber jetzt habe ich es dann wenigstens gemacht. Zum Thema Danke, Geld und Spenden habe ich mir Notizen gemacht. Ich möchte einfach hier mich jetzt nochmal ganz, ganz, ganz herzlich bedanken. Ganz besonders bei all den treuen Seelen, die vor einem Jahr, also es war vor einem Jahr, auch das kann ich eventuell verlinken, habe ich mal ein internes Video gemacht mit der Frage, besteht überhaupt Interesse daran, die Newsletter weiterhin zu bekommen, weil ich musste auf eine zahlungspflichtige Lösung umsteigen. Und daraufhin haben doch viele Menschen gesagt, ja, wir lesen deine Newsletter gerne und wir wollen die auch weiterhin bekommen und eine bestimmte Anzahl, also eine unbestimmte Anzahl, also einige Leute haben auch tatsächlich ein monatliches Spendenabo abgeschlossen in Höhe von zwischen 5 und 30 Euro ungefähr. Und damit ist dieses Newsletter-Abo von Mailchimp locker gedeckt. Und ich bin euch so dankbar dafür, dass ihr das wirklich treu weiterhin schickt, dieses Geld, weil das deckt einfach zumindest diese Grundkosten. Und zum Thema Geld und Ressourcen aus Sicht der Venusia gibt es natürlich sehr vieles zu sagen, denn es ist ja so, was wir geben, kehrt ja auch immer x-fach zu uns zurück. Und wenn wir was aus Liebe geben, dann kommt auch die Liebe x-fach zu uns zurück. Also es ist nicht, es ist auch deswegen nie ein Spendenaufruf im Sinne einer Bedürftigkeit, sondern es ist auch letztes Jahr, als ich das gemacht habe, ich hätte sonst einfach selbst entschieden, wie ich weitermache, ob ich den Newsletter weiter versende oder ich hätte es vielleicht nicht mehr gemacht, egal was hätte, Wette, Fahrradkette. Fakt ist einfach, dass die Ressourcen rein universell in Wahrheit ja unbegrenzt sind. Und dass es ja nur unser manipuliertes, begrenztes Denken ist, was glaubt, dass es irgendwo Beschränkungen und Begrenzungen gibt. Wenn ich also sowas mache, wie zum Beispiel das, was ich letztes Jahr gemacht habe, das mache ich ja auch wirklich selten und nur, wenn es wirklich aus irgendeinem Grund einfach drängt, ja, dann ist damit ja auch gewissermaßen oder noch viel mehr gemeint ein Aufruf oder eine Einladung des Mitwirkens, eine Einladung des sich noch mehr miteinander Verbindens und des Zusammenwirkens. Denn wir arbeiten ja gewissermaßen und sind hier, um auch eine Veränderung zu bewirken, eine Veränderung im Bewusstsein, eine Veränderung in der Gesellschaft, eine Veränderung auf der Erde. Und deswegen geht es wirklich immer mehr um dieses Wir und um dieses Miteinander vernetzen und auch um das sich gegenseitig unterstützen. Und damit ist natürlich auch verbunden, dass es immer mehr in die Richtung der Venusia auch geht. Das heißt, dass jeder mehr und mehr seine Talente fördert und auch das macht, was ihm Freude macht. Und wenn jemand Ressourcen hat, also bestimmte Mittel zur Verfügung hat und sie gerne investiert in etwas, was an seinem Herzen, was sein Herz zum Schwingen bringt oder was ihm gut getan hat oder gut tun wird, was er weiß, dann investiert er damit direkt auch in sich selbst. Es ist immer ein Kreislauf. Also Spenden, Geben, Nehmen und so weiter hängt immer miteinander zusammen. Und deswegen
hallo, da ist jetzt jemand und ist im Chat, also auch ganz spontan. Ja, irgendwie, vielleicht finde ich das doch gar nicht so doof, irgendwie spontan Sachen zu machen. Hi, Quantenpsychologin. Ich weiß jetzt nicht genau, wie dein Name ist, aber ist egal, der Name sagt mir was. Ich grüße dich. Ähm, und es gab, und das habe ich auch in einem, ich glaube, in meinem letzten Venus Spirit aktuell, ich habe ja das letzte Mal eins am See gemacht, das ist auch in meinem YouTube-Kanal. Das ist schon ein paar Monate her. Da habe ich schon mal darauf hingewiesen, mich dafür bedankt, dass jemand großzügig Bargeld geschickt hat. Und das hat er wieder gemacht. Und wenn du mich hörst oder siehst, du weißt es. Ich weiß nicht, wer du bist, denn das ist anonym gewesen und unterstützt natürlich wirklich auch ganz, ganz enorm, ja. Nur in Klammern. Ich habe übrigens vor 2, 3 Tagen den Flug von der Omnek gebucht, ja. Doch darauf gehe ich noch genauer ein, wenn ich mich mehr in die Konferenzen gleich hineinrede. Und der kostet 2.200 € dieses Mal. Das ist wirklich crazy. Sowas hatten wir noch nie. Es war immer irgendwo im Tausenderbereich, aber diesmal ist es ein richtiger Akt. Ja, die Omnek kommt für 4 Wochen nach Deutschland. Ich habe für 4 Wochen ihre äh, eine Ferienwohnung reserviert, wo sie und Dr. Raymond Keller also zusammen leuchten werden und auch noch Assistenten zusammen wohnen werden. Auch das wird also auch mit damit unterstützt, der Flug und so weiter. Also das sind wirklich große Investitionen. Und deswegen auch unter anderem machen wir ja auch die 2 Konferenzen so dicht, so zeitnah zusammen, damit einfach jeder, der irgendwie sich hier angesprochen fühlt, die Möglichkeit hat, die beiden zu erleben und nicht nur die beiden, sondern natürlich auch noch die ganzen anderen wundervollen Seelen und Sprecher, die auf den Konferenzen dabei sind. Doch darauf werde ich, wie gesagt, gleich noch ein wenig näher eingehen und auch auf die aktuelle Situation, denn es läuft spitze, der Ticketverkauf läuft super, alles ist im grünen Bereich und wird immer grüner. So, was wollte ich noch sagen zum Thema Dankengeld und Spenden? Habe ich jetzt das Wesentliche gesagt? Dazu gibt es noch viel mehr zu sagen, aber das lasse ich jetzt erstmal dabei mit meinem Dank, ja, von Herz zu Herz, von Seele zu Seele an alle, die unsere Arbeit unterstützen und alles, was du aussendest, kehrt zu dir zurück. Was habe ich noch? Anstehende Veröffentlichungen, Videos, ja, ich mache andauernd irgendwas. In letzter Zeit habe ich ein bisschen mehr auf Englisch gemacht. Auch mit Dr. Raymond Keller bin ich zum Beispiel die Gospels, Fragen zu den Gospels durchgegangen. Das ist ein 3-stündiges Video geworden. Auch das habe ich hochgeladen, ist auf meinem YouTube-Kanal. Teil 2 kommt noch. Das ist nicht ganz so lang, aber das ist ganz klar, das gucken sich ein paar Leute an. Ne? Das ist aber von meiner Sicht inhaltlich und energetisch einfach sehr, sehr wertvoll. Und deshalb lade ich diese Sachen hoch, weil ich einfach das Gefühl habe, es tut gut, es tut mir gut, es tut denjenigen gut, die es lesen und vielleicht oder sehen, ja. Vielleicht sieht es ja auch jemand erst in 5 Jahren und spürt dann, hey, das Buch brauche ich oder will ich, was auch immer. Es ist ja nicht immer alles jetzt gleich, es ist ja erst noch verfügbar, solange unsere Technik funktioniert, auch YouTube funktioniert. Und bei mir gab es bisher keinen Grund, mir da irgendwelche Probleme zu machen seitens der Policies oder so. Solange sind die Sachen ja veröffentlicht. So, jetzt halte ich mal kurz die Luft an. Nein, ich halte sie nicht an, ich atme mal durch. Bücher habe ich gesagt. Ähm, Falls jemand zufälligerweise eine Frage hat gerade, der mich jetzt hier sieht oder so, der kann sich gerne melden. Ja, so, zu den Events habe ich auch eine Riesenliste. Mache ich jetzt mal aktuell, weil die Liste habe ich schon vor Wochen geschrieben. Erstmal vielen, vielen Dank an alle, die schon ein Ticket gekauft haben. Das muss ich einfach sagen, weil ohne euch, ich brauche diesen Wind, ja, also diesen unterstützenden Wind sozusagen, weißt du, was ich meine? Weil wie würde sich das anfühlen, wenn jetzt sich bis jetzt niemand angemeldet hätte? Ich würde sowas von ins Zweifeln kommen. Aber ich bin so dankbar, dass die Sache wirklich so
wunderbar geschmeidig läuft. Das ist von Anfang an, fällt alles an seinen Platz mit den Locations, also mit der Stadthalle Memmingen läuft es super, mit dem Schloss Hohenfels läuft es super. Es ist alles praktisch fast schon durchorganisiert. Natürlich ist noch vieles zu tun, es steckt noch viel Arbeit drin. Und da werde ich auch gleich ein paar Details noch sagen zu den Volunteers, zu den unterstützten Tickets, zu den Zimmern und zum Programm vor allen Dingen, glaube ich, ist das Wesentliche. Ähm, Es gibt noch den Frühbucherpreis bis zum 20. März für beide Konferenzen. Also für die UFO-Konferenz kostet das Dreitagesticket vom 21. bis 23. Juni geht das. Also wir machen Eröffnung ist am Freitag, den 21. am Nachmittag Türöffnung. Da gibt es dann also auch eine Mini-UFO-Messe im Foyer. Da kannst du auch noch einen Tisch mieten, wenn du das möchtest. Steht alles auf der Homepage. Das werde ich dir gerade mal eben zeigen. Nochmal per Bildschirm teilen. Das ist die Homepage der UFO-Konferenz, also die ultimative UFO-Enthüllungskonferenz in der Stadthalle Memmingen vom 21. bis 23. Juni. Themen und so weiter, das ist alles, gibt dir alles einen Eindruck, ja, das siehst du alles auf der Startseite. Du findest diese Seite auf venus-spirit.com unter Events. Da gibt es dann einen Unterpunkt zu den Konferenzen und auch zum spirituellen Retreat, das ich angekündigt habe. Es gibt hier also den Flyer drauf, dann die Verlinkung zum Trailer, den ich gebastelt habe. Das ist so ein kleiner Promo-Trailer und auch meine erste Live-Vorstellung beider Events auf Rainer Feistles Kongress von letztem Jahr. Am 8.10. war das. Auch dieses Video ist hier verlinkt. Dann ein Überblick über die Themen, dann ein Überblick über die einzelnen Sprecher. Dr. Raymond Keller, Omnek Onek, Johann Nepomuk Meyer, Rainer Elmar Feistle, Peter Denk. Ich und Frank Jacob und Tonya Maidenford sind dort präsent. Fast alle auch durchgängig mit Tischen im Foyer. Ähm, Das Programm, daran arbeite ich noch. Das ist noch eine Herausforderung für meinen Geist. Ich bin noch am Improvisieren, wie ich das mache, weil alles muss ja irgendwie parallel laufen. Und also das kommt noch. Ja, ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ich mache das noch und dann veröffentliche ich das auch. Hier, dieses Newsletter-Abo-Feld ist wirklich ein bisschen missglückt. Das werde ich wahrscheinlich wieder rausnehmen. Das ist irgendwie Mist geworden. Das sieht nicht gut aus. Der Veranstaltungsort, da gibt es dann auch einen Link zum Ort. Da findest du also auch alle Hinweise zu der Stadthalle Memmingen und auch zum Parkhotel Drechsel. Da habe ich extra Konferenzkontingente reserviert mit Sonderpreisen. Wenn du also UFO-Konferenz sagst, dann bekommst du einen Spezialpreis. Hier nochmal der Hinweis zu den Tickets. Frühbucherticket, wie gesagt, noch bis 20. März. Das Standardticket ab 21. März kostet dann 220 Euro. Das unterstützte Ticket mit 50% Rabatt auf Anfrage auf den Normalpreis, also das wäre 110 Euro statt 220, bearbeite ich erst ab dem 10. Mai. Es gibt bereits einige Anfragen und ich weiß nicht, ob alle eins bekommen können. Es hängt also auch ein bisschen zusammen vom Gesamtbild und auch davon, wie viele ein Sponsoring-Ticket gekauft haben. Das sind bisher zwei. Wir sind ungefähr im Moment so bei circa 50% Belegung und bisher haben zwei ein Sponsoring-Ticket gekauft. Und genau, und deswegen müssen wir gucken, wie das alles so finanziell dann am Ende rauskommt, wie viele unterstützte Tickets ich einfach auch rausgeben kann, ja. Und ja, juhu, das Lunchticket, das ist jetzt gerade frisch dazugekommen vor ein paar Tagen. Ich habe mit dem Caterer Ludwig Frank verhandelt und es gibt also da auch jetzt Mittagsbuffets im Foyer auf der UFO-Konferenz am Samstag und Sonntag, die du jetzt dann also auch schon bestellen kannst. Alle Details stehen hier. Wenn du da draufklickst auf dieses Lunchticket UFO-Konferenz, da steht sogar, was es zu essen gibt. Also es ist alles wirklich richtig, richtig schön, finde ich jetzt schon.
Sponsoren gesucht, genau, Ausstellertische zu vermieten, Helfer gesucht. Da ist jetzt im Moment die Bremse schon drauf. Wir haben jetzt schon mehr Anfragen für Volunteers für beide Events, als wir brauchen. Ich sage jetzt wir, weil es ist mir die lichtvolle geistige Welt und die Venusia, die haben mir einen Helfer an die Seite gestellt, der mir speziell, also der mir an vielen Punkten hilft, aber der mir auch mit der Koordination der Volunteers zur Seite steht. Der wird dann auch beim ersten Volunteer-Meeting dabei sein. Das planen wir für Mitte März. Also wenn jemand von euch gerne noch irgendwie mitwirken möchte, kann er sich gerne noch melden. Nur wie gesagt, es kann sein, dass wir bereits voll sind von den Volunteers. Und ich möchte ja trotzdem irgendwie jedem es alles recht machen, aber müssen wir gucken, was passt, ne? Mini-UFO-Messe im Foyer, das ist der letzte Punkt auf dieser hübschen Seite. Da kannst du schon sehen, wer alles Tische gemietet hat. Ja, wir haben hier den Patrick Graupner mit Pure Harmony, die Saskia Vogtländer ist dabei mit einem Tisch. Die UFO-Nachrichten habe ich natürlich eingeladen, den Werner Forster. Dann die Allure mit Heilpower, die Jeanette mit Kunst und ufoessentials.com ist der Marc, der macht also Designs, UFO-T-Shirts und Tassen und Mützen und Buttons und so weiter. Das sind wir zusammen gerade alle Designs am Erstellen. Da will er was Schönes anbieten auch. Und der Matthias Jörg Sänger, der ist auch dabei zusammen mit seiner Frau. Genau. Und das ist aber noch Platz. Also das Foyer ist fast genauso groß wie die kleine Stadthalle. Und deswegen ist da noch Platz, wenn du also einen Tisch mieten möchtest. Das gibt es ganz günstig, ja, für 100 € einen kleinen Tisch und für 150 € einen großen Tisch für die gesamten 3 Tage der UFO-Konferenz. Da ist aber, das ist vielleicht wichtig zu wissen, nicht automatisch die Konferenzteilnahme drin enthalten. Nicht unbedingt, weil die kleine Halle, die bietet einfach nur begrenzt Platz. Und das ist klar, dass die Sprecher natürlich ihre Plätze haben und wir müssen gucken, wie wir das hinkriegen. Also nicht zwangsläufig können alle, die einen Tisch gemietet haben, auch einen Platz im Saal bekommen. Also wenn du ganz sicher gehen willst, dass du auch die Konferenzvorträge anhören kannst, dann bitte ich dich auf jeden Fall ein Ticket zu kaufen. Aber auch das ist noch in Bewegung. Ich sage es jetzt mal so ins Unreine, ja? Gibt es zur UFO-Konferenz jetzt noch gerade aktuell etwas Wichtiges zu sagen? Soll ich zu den Sprechern noch was sagen? Du weißt ja, ich kann es noch mal. Vielleicht sollte ich sagen, dass ich gerade angefangen habe, speziell auf Facebook und auf meinem Telegram-Kanal Bildchen, also ich habe für alle Sprecher so kleine schöne Bildchen erstellt und die kannst du also auch auf meinem Facebook und in meinem Telegram-Kanal folgen. Da würde ich dich ganz gerne zu einladen, dass du dass du da mal raufschaust. Ich teile das mal eben. Welcher Bildschirm ist das jetzt wiederum? Das ist der. Ich bin eh gerade ganz schön schnell, ne? Ich werde mal ein bisschen entschleunigen. Ist das der? Ja. Ich weiß nicht, wie du da raufkommst auf diesen Bildschirm. Das ist auf jeden Fall, wahrscheinlich seh nur ich das so, schätze ich mal. Also ich habe hier jedenfalls 2 Veranstaltungen angelegt. Die ultimative UFO-Enthüllungskonferenz und die von der Venus mit Liebe-Konferenz. Und da poste ich jetzt nach und nach Bildchen. Also wenn du da zum Beispiel jetzt mal reinklickst, da gibt es hier den Punkt Diskussion und das habe ich jetzt heute zum Beispiel gepostet mit aktuellen Infos, die ich einfach so von den Sprechern jeweils habe. Also ein bisschen was zu ihrer Biografie und ein paar Inhalte über die Vorträge, die sie halten oder was ich sonst noch so gerade aktuell weiß. Denn vieles ist auch noch in Bewegung, manches ist noch nicht vollständig. Und da kannst du also auch dich auf dem Laufenden halten. Da wäre es ganz toll, wenn du da einfach irgendwie was draufklickst. Keine Ahnung, dann wirst du informiert, ja. Peter Denk, hier ist nochmal der Flyer.
wo alle Sprecher drauf sind. Hier, das habe ich vom Nepomuk Meyer gepostet. Der ist ja auch gerade im Kino in Eggenfelden mit seinen ganzen Dokumentationen. Da kann man ins Kino gehen und seine Filme schauen. Rainer Feistler habe ich schon gepostet und Dr. Raymond Keller. Hier ist nochmal ein aktuellerer Flyer. Also Werbematerial habe ich gemacht ohne Ende und ich freue mich natürlich über jeden, der Lust hat, das ein bisschen rumzuverteilen. Ganz besonders, wenn du in irgendwelchen UFO-Gruppen in Facebook drin bist, würde ich dich, frage ich dich fast oder bitte ich dich, die auch mal dort zu teilen, weil wenn ich das mache, dann wird hinterher mein zartes Gemüt meistens etwas angeschlagen, weil die Kommentare, die in den regulären großen UFO-Gruppen so raufkommen, so negativ sind, beleidigend und lustig machend und so weiter. Also da kratze ich mich dann manchmal am Kopf und denke, ey, das gibt's wirklich noch, aber das gibt's tatsächlich und deswegen poste ich da einfach äußerst ungern. Meistens entfollowe ich dann meine eigenen Posts, weil ich gar keine Lust habe, die Kommentare zu lesen. Ich denke dann immer nur manchmal, Mensch, vielleicht sieht's einer. Einer, der vielleicht in dieser Negativschiene nicht mit kommentiert, aber der trotzdem irgendwie drauf aufmerksam wird und dann vielleicht doch näher schaut, ja. Aber so, so, jetzt gucke ich mal. Negativschiene nicht mit kommentiert, aber der trotzdem irgendwie drauf aufmerksam wird und dann. Moment, ich bin hier im Livestreaming. Jetzt, ich habe hier gerade, keine Ahnung, 10 Bildschirme gleichzeitig offen oder so. Ähm, genau. Ähm, passt alles noch, oder? Hört man mich, sieht man mich? Ja, ich war jetzt gerade kurz ein bisschen durcheinander. Ich habe hier gerade so viele Fenster gleichzeitig offen. Hat jemand eine Frage? Link hier in YouTube senden. Welchen Link? Quantenpsychologin Alexandra, welchen Link meinst du jetzt? Also ich mache alle Links, die ich jetzt hier irgendwie angedeutet habe, die kommen später noch in die YouTube-Beschreibung rein. So, ich glaube, ich habe zur UFO-Konferenz jetzt alles gesagt, ne? Also die Sprecher, die ich jetzt noch nicht gepostet habe, Frank Jacob, Tonya Maidenford und Omnek Onek, glaube ich, die kommen noch. Die werde ich also nach und nach dann auch noch so auch noch posten natürlich, wo ich halt kann. Also ich bin ja nicht überall unterwegs. Ich bin halt auf YouTube, auf Facebook und auf Telegram. Von daher schau am besten dort oder eben abonniere meinen Newsletter. Da bekommst du auf jeden Fall alles mit, was gerade so relevant ist und ansteht. Und das sind ja nicht nur die Events, sondern eben auch noch die ganzen Bücher und so. Also da schwirrt mir manchmal selbst mein Köpfchen. So, dann gehe ich jetzt noch auf die von der Venus mit Liebe-Konferenz ein. Auch dazu gibt es super Neuigkeiten, die ich in einem extra Update-Newsletter schon an alle geschickt habe, die meinen Newsletter bekommen. Und zwar hat es da noch eine Aktualisierung der Zimmerkontingente gegeben auf Schloss Hohenfels. Also die von der Venus mit Liebe-Konferenz findet vom 4. bis 7. Juli statt auf Schloss Hohenfels. Das ist hier bei mir um die Ecke. Da kann ich fast zu Fuß hingehen. Wäre eine Stunde Fußweg. Das ist eine wunderschöne Lage und auch dieses Bild werde ich dir eben zeigen. Also die Homepage, ja, die von der Venus mit Liebe-Konferenz findet eben 2 Wochen nach der UFO-Konferenz statt. Das ist die internationale planetarische Aufstiegskonferenz. Ich weiß, das klingt ganz schön groß und ich bin ganz ehrlich, ich empfinde das auch so. Ich empfinde es als einen Lichtfokus, der sich dort sammelt. Auf der UFO-Konferenz auch, ja, aber auf Schloss Hohenfels ist es noch venusischer, also richtig venusisch. Das ist ich würde sagen, eine rein spirituelle
eine rein spirituelle Konferenz, und die UFO-Konferenz ist eine Mischung von Wissenschaft, Politik, Spiritualität, Technologie. Also da kommen alle möglichen Facetten sozusagen der ganzen Ufologie zusammen. Umso merkwürdiger ist es, dass so viele Leute oder einige Leute dann darüber sich so lustig machen und das so negativ kommentieren, kann ich gar nicht. Checkt mein Hirn gar nicht, ja, mein Herz sowieso nicht. Mein Herz denkt nur, aber die Leute, die hier dabei sind, auf beiden Events, die sind aus meiner Sicht absolute Koryphäen, totale Experten, jeder auf seine Weise in seinem Gebiet, ja, und haben alle jahrzehntelange Erfahrung und recherchiert. Genau, das Programm steht noch nicht, aber alle, kurz in Klammern, also die Sprecher, die stehen. Also es ist mir nicht bekannt, dass irgendjemand absagt oder aussteigt. Also die Sprecher, die auf beiden Konferenzen dabei sind, die sind aus meiner Sicht auch festgetackert, ja, die sind auch dabei. Und das Einzige, was noch am Jonglieren ist, ist, wann welcher Vortrag stattfindet. Aber auf jeden Fall an den 2 beziehungsweise 3 Tagen finden diese Vorträge statt. Wobei auf der von der Venus mit Liebe-Konferenz das Ganze noch viel, viel verschachtelter und komplexer ist, weil da gibt es auch noch parallel einige Workshops. Das ist super komplex, also das ist für mich dann auch wiederum so eine kleine Doktorarbeit, ja, das alles außen zu machen, weil ich habe sowas noch nie gemacht. Ich habe noch nie Konferenzen organisiert und noch nie Programme gestaltet mit 4 verschiedenen Räumen, ja, und alles gleichzeitig. Aber wir kriegen das hin. Ich kriege das hin und das wird alles nach und nach veröffentlicht. Ich veröffentliche nur, was reif ist. Was nicht reif ist, kann ich vielleicht mal kurz anquasseln, aber das ist noch nicht amtlich, ne? Genau, also wir sind hier noch in der Bildschirmteilung. Du kannst also hier auch dir diese Homepage genau anschauen, die von der Venus mit Liebe-Konferenz. Da sind also 3 Sprecher sind auf beiden Konferenzen dabei, natürlich mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten. Das kannst du dir denken. Omnic Onic, Dr. Raymond Keller und Rainer Elmar Feistle sind auf beiden Events dabei. Die anderen sind und ich, logisch. Und die anderen sind unterschiedlich. Ne? Uwe Breuer ist ja auch sehr bekannt. Saskia Vogtländer, dann die Pratnia, die habe ich schon angedeutet, meine Partnerin und wirklich Seelenschwester. Alle sind meine Seelenschwestern. Pratnia ist mir halt sehr nah. Wir machen zusammen Videos schon und wir haben, wie gesagt, wir machen dieses spirituelle Retreat zusammen in Dubai. Das wird einfach auch phänomenal. Wer irgendwie sich dahin gezogen fühlt, guckt dir das an. Das ist auf der Homepage auch unter Events, unter Spiritual Retreat. Dann haben wir die Merlinos, die werden die absolut abfliegende Musik bringen, ja, mit wie heißt das? Hangdrum, diese tollen Töne. Und sie singt ganz toll dazu. Also die beiden sind ein ewiges Ehepaar und die sind super harmonisch zusammen. Die machen wundervolle Musik zusammen. Das wird dann sie machen das Eröffnungskonzert und es wird auch zwischendurch immer wieder Sounds geben von den beiden. Und sie machen auch zusammen 2 kleinere Workshops. Die werden dann eben parallel laufen zu den Vorträgen. Genau. Das lässt sich nicht anders machen. Also, das ist eine Übung für Bilocation. Bilokation, du weißt, was das ist, nehme ich mal an 2 Orten zur gleichen Zeit sein. Werde auch ich machen müssen, denn auch ich möchte alle Vorträge sehen, alle Workshops mitmachen, alles übersetzen und auch noch gleichzeitig im Garten rumhängen. Also ich muss mich sogar 4, 5, 10-fach lokal, du weißt schon, was ich meine. Also, auch hier sind alle Informationen drauf, die ganzen Sprecher sind verlinkt und alle Informationen, die noch fehlen, die kommen noch. Also wenn dir was auffällt, auch das ein Aufruf an dich zum Mitwirken, wenn dir was auffällt, wenn irgendwas komisch wirkt oder irgendwo du merkst, das muss noch gemacht werden, schreib mir gerne Nachrichten. Ja, ich nehme jede Hilfe dankend an, konstruktive Hilfe, unterstützende Hilfe.
Auch hier gibt es noch Frühbuchertickets. Ja, wir sind auch da im guten Ticketverlauf bei etwa 50% mittlerweile. Haben ja noch 3, 4 Monate, ne? Also das wird schon noch. Wir haben hier natürlich viel weniger Kontingente frei, viel weniger Platz als in der Stadthalle Memmingen. Also Schloss Hohenfels ist definitiv exklusiver, ja. Auch die Räume und die Zimmer und die Verpflegung, das ist alles wundervoll vom Feinsten und trotzdem absolut erschwinglich. Wenn du dir die Zeit nimmst, um da tiefer reinzuschauen, wirst du sehen, ab 69 € glaube ich, pro Nacht oder so. Ähm, Frühbuchertickets gibt es noch bis 20.03. für 299, danach die 369 € und die Sponsoring-Tickets für 500 € inklusive Spende. Die unterstützen natürlich wiederum unsere gesamte Arbeit und das Gesamte. Auch die Sprecher bekommen ja etwas, natürlich logischerweise, und die haben An- und Abfahrt, die müssen auch übernachten und verpflegt werden und so weiter. Also das sind alles größere Beträge, die auch da einfach mit denen ich darum jongliere. Ne? Da gibt es also in diesem Fall auch keine unterstützten Tickets auf der Von der Venus mit Liebe-Konferenz. Es gibt aber die Möglichkeit, auch nur an einem Tag zu kommen, aber nicht mit einem Tageskonferenzticket, sondern für einen Tagesbesuch auf dem Schloss. Da fällt dann nur die Tagesverpflegungspauschale von 64 € an. Alles relativ komplex, nicht kompliziert, aber komplex. Alles steht auf der Homepage. Auch hier haben wir schon genügend Volontiere und hier ist die Playliste, die habe ich hier mal eingebettet. Das werde ich auf der UFO-Seite wohl auch noch machen. Da kannst du also auch gerne nochmal, weise ich darauf hin, meinen YouTube-Kanal abonnieren, denn in den nächsten Wochen und Monaten kommen weitere Sprecherinterviews dazu. Hier, das war das letzte von vor 2 Wochen, glaube ich, mit dem Uwe Breuer. Ein sehr schönes Gespräch auch geworden. Die Venusfülle kommt zu uns zurück. Der Uwe hält ja 2 Workshops und einen Vortrag, Workshop davor, währenddessen und einen Vortrag. Und hier gibt es auch schon andere Interviews mit den Merlinos, mit der Pratnia. Als ich in Dubai war, habe ich ein kurzes Gespräch gemacht, direkt ins Deutsche übersetzt. Und mit dem Rainer Feistle gab es schon ein ausführliches Gespräch. Das ist auf unseren beiden Kanälen drauf. So, das war das zur Venus-Konferenz. Ich glaube, dann habe ich das Wichtigste gesagt. Ich könnte natürlich reden ohne Ende, kann ich immer, außer ich bin fertig. Doch wenn ich jetzt schon mal dabei bin, werde ich dir noch ups, wo kommt das jetzt schon wieder her? Oh, äh, das war gerade ein Anruf. Sorry, Moment, ich muss mich gerade sammeln. Ähm, wenn man abgelenkt ist, ist zu lustig, ne? Ähm, nein! Moment, Entschuldigung. Moment, Entschuldigung. Ich muss mal kurz dieser Person schreiben, dass ich gerade nicht kann. Ähm, so, wo wollte ich hin? Ich wollte zu meinem, ich wollte zu meinem Retreat, auch auf die Gefahr hin, dass das jetzt
Nur, wo ist jetzt mein Fenster? Ich glaube, jetzt bin ich total raus, weil ich kriege das jetzt. Ach, Mensch. Ähm, so ist das, wenn man live ist, weißt du? Hast du es schon mal gemacht, ein YouTube live und dann vergisst du vorher das Handy auf stumm zu schalten und ruft gerade jemand an? Also nochmal, jetzt so, da. Also, Twin Flames Integrated heißt dieses Retreat. Und das ist vom 20. bis 24. April in Sharjah. Die Webseite werde ich einfach auch mit in den YouTube-Kanal reinstellen, also in die YouTube-Beschreibung. Das ist nämlich auf der Homepage von meiner Kollegin, von der Pratnia. Und ähm, mit der ich das zusammen mache, awakenwithpratnia.com, Dubai Retreat, und da stehen auch alle Informationen drauf. Also da rase ich jetzt wirklich nur durch, denn das wird wahrscheinlich nicht für sehr viele jetzt relevant sein, weder vom Thema noch, weil es ja alles auf Englisch ist, ne? Ähm, gut. So, ich glaube, ich bin im Prinzip durch. Hm, hat jemand jetzt gerade noch eine Frage? Jetzt gucke ich mal noch mal in den Chat rein. Ich glaube nicht, ne? Habe ich noch was vergessen? So, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich für heute Abend und lass mich überraschen, wann der Nahe oder die Null mich wieder ruft und ich wieder sowas ganz spontan mache. Tschüss, schönen Abend noch.